Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Jobstress AD. Ich bin Dirk Eckhold, seit über 30 Jahren als Unternehmensberater und Leadership Coach unterwegs und zusammen mit meiner Frau genauso lange ein Paar, privat genauso wie beruflich. Wir coachen Menschen, die das Gefühl haben, in ihrem Job nicht mehr richtig zu Hause zu sein und denen dieses Gefühl zu schaffen macht und die es unbedingt lösen wollen. Dieses Gefühl erzeugt eine tiefe Unsicherheit und ein Unbehagen. Und dieses Unbehagen hat einen Namen. Und der Name ist Stress. Was ist Stress genau? Gibt es überhaupt einen Job ohne Stress? Und drittens, wie kann ich ihn loswerden? Und auf diese Fragen wollen wir Antworten geben in unseren Videos. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist Stress? Stress ist nach einer Definition im Duden eine Überdehnung, eine Überlastung, eine Überforderung. Wenn ein Muskel überdehnt wird, kann er einreißen oder reißen, Bänder oder Sehnen ganz genauso. Und das tut weh. Wenn in der Psyche etwas Überforderndes passiert, dann tut es genauso weh auf eine andere, eher subjektive Art und Weise, die von außen vielleicht nicht so nachzuvollziehen ist. Und beides bedingt sich immer gegenseitig. Körperlicher Stress wird auch psychischer Stress und psychischer Stress wird auch immer als körperlicher Schmerz empfunden. Stress kann positiv sein. Bei Adrenalinstößen, die wir haben und wenn ganz besondere Leistungen von uns erfordert werden, im Sport genauso wie im Beruf, dann werden plötzlich Kräfte frei, dann kommen wir mit ganz wenig Schlaf aus und schaffen Dinge, die wir vorher vielleicht nicht geschafft hätten. Das ist wunderbar, funktioniert aber nur dann, wenn der Stress nicht allzu lange dauert und wenn wir hinterher genug Zeit haben für eine Regeneration. Demgegenüber haben wir chronischen Stress. Chronischer Stress ist negativ, denn er ist lang andauernd, er flammt immer wieder auf, er ist leistungshemmend, er ist verunsichernd, er ist gesundheitsschädlich und er tut weh. Und er kommt zustande, wenn wir bei vereinzelten, akuten Stresssituationen keine Regeneration hatten und das nicht auslaufen und auskurieren konnten, was passiert ist. Dann stauen sich Dinge auf, die dann hinterher kumuliert chronischen Stress ergeben. Kommen wir zur zweiten Frage. Gibt es überhaupt einen Job, in dem es keinen Stress gibt? Nein, den gibt es nicht. Wenn das jeweils kurzfristiger Stress ist, wie gerade gesagt, ist es okay. Wenn es chronischer Stress wird, dann sind wir mittendrin in der Stressmühle. Wenn es ganz schlimm wird, wissen wir überhaupt nicht mehr, wie spät es ist. Dann kommen wir überhaupt nicht mehr raus. Chronischer Stress ist also das Ergebnis von vielen Vorfällen nicht auskurierter aktueller Stresssituationen. Wenn wir das zulassen, haben wir verloren. Nicht endgültig, kann man auch was gegen machen und das beschreiben wir gleich. Ziele, die erreicht werden müssen, gibt es in jedem Job. Krisen gibt es auch in jedem Job. Beide sind fordernd und können ganz besondere Anstrengungen nötig machen. Ist das stressig? Ja, für einige aber mehr, für andere weniger. Der Grund ist die Stressresistenz, also wie stark sind wir, um Stress zu widerstehen, oder auch Stresstoleranz. Also wir haben das Wort Stresstoleranz lieber, weil das zeigt eben, wie bereit sind wir, uns Stress zu stellen. Manche kämpfen gegen den Stress an, manche erleiden ihn eher, manche genießen sogar diesen Kampf, weil sie Kämpfernaturen sind, manche überhaupt nicht, das ist Temperamentssache. Und wie können wir den Stress wieder loswerden? Auch das ist eine Frage der Persönlichkeit. Bin ich eher laut oder bin ich eher leise? Bin ich eher aktiv oder passiv? Bin ich eher ungestüm oder zurückhaltend, eher zupackend oder abwartend? Je nachdem habe ich eine ganz andere Zugangsweise auf stressige Situationen und das müssen wir berücksichtigen. Im Grunde entsteht Stress dann, wenn wir gegen unsere eigene innere Natur und gegen unsere eigene Stimme anarbeiten wollen. Wenn wir nicht auf das hören, was aus uns spricht und wenn wir tun, was andere wollen und nicht das, was wir wollen.
Dann verraten wir uns selbst, dann betrügen wir uns selbst, dann stressen wir uns selbst, wir schwächen uns selbst und wir begeben uns in einen Kampf, den wir so nicht gewinnen können. Dafür ein paar Beispiele, einfach nur mal so aus der Luft gegriffen, aus dem Job. Wir fühlen uns einer Aufgabe nicht gewachsen, unternehmen nichts dagegen. Wir sagen nichts, weil wir nicht schwach erscheinen wollen. Wir arbeiten unter starkem Zeitdruck, machen aber einfach immer weiter und denken, es wird schon gut gehen. Wir werden häufig bei unserer Arbeit von anderen unterbrochen, schaffen unser eigenes Pensum nicht und wehren uns nicht. Wir haben zu hohe Erwartungen an uns selbst. Das ist eine üble Falle. Diesen Erwartungen können wir oft nicht entsprechen und dann kritisieren wir uns. Und was haben wir dann? Dann haben wir Stress. Wir lassen uns sehr viel aufbürden, schaffen es nicht, Nein zu sagen. Oder wir haben sogar den falschen Job und gestehen uns das nicht ein. Der ganze Stress, den wir im Job oder auch im Leben überhaupt haben, ist selbst gemacht. Wir haben es zugelassen, dass es zu diesem Schlamassel gekommen ist. Das klingt jetzt schlecht, aber es ist eine gute Nachricht, denn das, was wir zugelassen haben, können wir auch auflösen. Gegen Ende dieses Videos kommen wir jetzt zu dem ersten Schritt, wie wir das tun können. Erstens sollten wir uns daran gewöhnen, nach und nach Stress nicht als etwas von außen kommendes, von außen auf uns zugelassenes zu betrachten, sondern als ein eigenes inneres Gefühl. Dann sollten wir versuchen, uns dieses Gefühl anzusehen, es aufsteigen zu lassen, ohne dagegen anzukämpfen, es zu betrachten wie einen Film und es zu akzeptieren. Versucht das mal beim nächsten Stress. Am besten bei einem nicht ganz so großen Stress. Da ist es ein bisschen einfacher und achte darauf, was dann passiert. Das könnte überraschend positiv sein. In unserem nächsten Video mit dem Titel Die 3 größten Fehler im Umgang mit Stress und wie wir sie angehen können, sprechen wir darüber, wie man diese Empfehlungen, die ich gerade gegeben habe, in der Praxis Schritt für Schritt umsetzen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.